Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von LA Noire. Ja, wir sehen hier aktuell gerade noch den Ladebildschirm, aber das kann hier nicht allzu lange dauern. Und dann legen wir auch gleich los. Ich glaube, wir hatten auch schon den nächsten Fall bekommen. Genau. Okay, das wird auch nochmal eingeblendet. Ich würde das einfach, wenn das irgendwie möglich ist, ist es aber nicht, das kurz überspringen, aber nein, gut. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs, says the vehicle was dumped. Okay, ne, erst eine Pause. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Kann ich hier wirklich nichts überspringen. Schon komisch. Egal. Jetzt sind wir wieder genauso weit wie beim letzten Mal. Nee, ich muss noch ans Auto gehen, dann sind wir wieder genauso weit wie beim letzten Mal. Remsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Say, could I borrow some of that mascara? Da können wir ab. Da, wenn wir die Tür raus sind, können wir wenigstens auch mal rennen. Und jetzt auch sprinten. Sehr schön. Gut, dann warten wir mal noch kurz auf unseren Partner vielleicht. Da kommt er. Da gibt es noch eine Tür. An abandoned vehicle. We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass ich mit R1 und L1 Gas und Bremse betätige. Come on, my intense protege. Let's go save the world. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more Ist compassion. das hier? What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret. Ah ja, okay. Jacobs Hinterhof. 14 Uhr. Ich schalte mich kurz weg. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle? Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Sehr nett. Okay. Dann gucke ich mir mal die Beweise an. Kalifornische Fahrzeugregistrierung, irgendwas. Das beschriebene motorisierte Fahrzeug ist hiermit registriert für den Gebrauch und Einsatz laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Gültig bis 31. März 48. Irgendwas Registriernummer, Kennzeichen, argentinisches Generalkonsulat, was weiß ich, Los Angeles, Kalifornien, warum nicht blau. Ein Fahrzeugschein. Okay. Hat auch eine argentinische Flagge. Ich dachte eben, hier wäre auch noch irgendwo ein Hinweis gewesen. Nein. Gucken wir uns auch beides mal an. Seems irrelevant. Der Ball wahrscheinlich auch. Maybe. No. Gut, dann no. Aber hier sind noch Beweise. Eigentum von Dewey Bros Packard oder Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Die Wheel Lugs, okay. Das hier ist wahrscheinlich auch eher irrelevant. It would take a smarter man than me to connect that. Das ist ein echtes Problem, dass immer überall so viel Müll rumliegt, ne? Kein Nummernschild.
machine that could do all the Und comparisons. kein Rad. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Ich hab da mal eine kurze Frage. Die Steine. Wieso sitzen die quasi auf der Bremsscheibe? Oder auf dem Blech, auf dem Hitzeschutzblech, das sehe ich jetzt nicht ganz genau. Und nicht da, wo sie eigentlich dann da so hingehören würden, auf da, wo der Wagenheber drunter kommt. Wie soll das hier funktionieren? Ich mag jetzt so einen Denkfehler haben, aber normalerweise gucke ich doch eher das Auto hoch und setze Steine drunter, damit ich dann die Räder abmachen kann. Und setze nicht die Steine unter das fehlende Rad, oder? Warum fehlt nur ein Rad? Das ist die nächste Frage. Aber gut. Kann man hier mit diesem hier noch reden? You need anything, sir? You just holler. Ja, Ideen, was es war. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Ich will hier Zeugen befragen, hallo? Cleanup starts when you're finished. Take your time. I'm stumped. Ideas? Check the car and the surrounds. This is a crime scene. We don't want anything missed. Oswald Jacobs? Reden wir mal mit dem. right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Ja, wenn wir jetzt einen neuen Hinweis bekommen haben auf weitere Personen, sag ich einfach mal gut. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Ich glaube irgendwie eher, der ist rassistisch. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Ich habe keine Ahnung immer. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Antwort. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Noch nicht, nein. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Die Apple Red ist so geil, die Farbe. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Es sieht wieder aus, als würde er lügen, aber... Das Nummernschild. Ich weiß nicht, ob ich beschuldigen Why soll. did you take the license plate?
Me? Well, what'd I do with license plates? You saying I have them? Ich kann nicht beweisen, dass er es hat, aber es ist weg. Scratching around in that book Oh, won't Scheiße. prove nothing. You should show me some respect. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car Aber out of nicht the mal way, 3 von 4 then richtig. you could come back and do something about those kids. Ah How ja, about we bring you an umpire's mask? ja. Ich glaube nicht, dass das unsere Zuständigkeit ist. Curious what he didn't want us to see? Tja. Keine Ahnung. Hier haben wir alles eigentlich. Ist das Buch da oben, das der will? Ja. Juan Francisco Valdez. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. So diese Stimme, gutmütig, höflicher Kerl, volle Lippen, Baseball-Fan. Muss man umschmeicheln. Mag Bonbons mit Kirschgeschmack. Engelsreiche Züge. Ne, oder so. Olivfarbene Haut. Blonde Locken. Gebräunt mit blauen Augen. Groß und schlank. Breite Brust. Zierlich. William Dewey. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Schlanke Hüften, dunkel, sieht gut aus. Kann ich das wegdrücken? Mag Geschenke. Sehr naiv. Besonders blass. Engelsgleiche Züge, aber was weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Feisty heißt. Ist ja auch egal. I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. Ach, okay. Empty. Nein, nicht ganz. You coming? We need a game well, Phelps. I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Ich bin kein Officer, ich bin Wrong Detective. person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Messages, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez.
Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Okay. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks. Na dann erstmal zum Revier. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Ist ja nicht weit, unser Revier. Geh ich jetzt zuerst hin. Wobei, wir haben zwar gesagt, wir sind so schnell wie möglich da, aber vielleicht würde das ein paar neue Beweise bringen. Kommt der Idiot mal? Komm, mach hin. Nimm meine Beine in die Hand, Junge. Noch mehr zu tun. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Ja, das hier ist ein Regierungsauto. All units, officers, help Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 Mach ich jetzt mal nicht. Any unit to handle code 3, identify. Ja, wenn es ja beeilen soll, um aufs Revier zu kommen, den anderen zu verhören. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Exakt. Well, I can't say as I blame you. Hatte ich meinen eigentlich nicht letztes Mal noch LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Warum habe ich jetzt wieder den Anzug an? We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Der ein Jahre rote fehlt, das sieht man ja jetzt schon. Allein schon, weil ein roter fehlt. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Das ist ein Problem, glaube ich, in jeder Werkstatt dann, wenn man dafür verdächtigt wird. Da hat es doch eben auch noch vibriert. No good. We need diplomatic plates. Können wir mit ihm reden? Nein. I'm at a loss. We'll need a full statement from Dewey to put in our report. I don't think so. Okay. Ich denke, mir ist hier gerade nicht. Deswegen würde ich einfach mal nochmal mit ihm reden.
If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Ja, dann kennst du ihn. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Delgado, Delgado, Delgado. So you don't know where the kid lives? He got kicked out of his last place. He might be at his girlfriend's, but I don't know where that is. Irgendwie kommt er mir voll A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Ja, bei dem anderen Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Grunde war der jetzt irgendwie nur am Lügen. Egal. Dann mal zum Revier. TI Radio reminds you an ounce of prevention saves many an emergency. Check to make sure your home has a first aid kit for safety. Weiß jetzt nicht, ob wir noch mit einem hätten reden sollen. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? Das wird nicht abgehakt. Like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Schauen wir nochmal dahin. Scare people out of the theater. Worüber ich da mit den anderen auch noch reden kann. I don't know. People scoffed at the idea of talkies and colors. Look what we have now. Weil da steht ja noch jemand. Nee. If you don't mind, I got cars to wash. Tja, dann weiß ich nicht. Oh, verpiss dich doch mal. Das ist ein goldener Türgriff, also kann ich doch da rein. Was will ich da am Telefon? Operator, give me R&I.
Muss ich telefonieren? Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Gabriel Delgado. Delgado. Last known address has him living with a common-law wife. 103 Hill Street, apartment 3. Thanks, Time ma'am. to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Hier drin gibt es dann wohl nichts mehr, oder wie? Bin ich dann jetzt hier fertig? Ah ja, okay. Okay, dann jetzt weiter. Wir hätten hier nur telefonieren sollen. Deswegen ist auch unterwegs nochmal ein Telefon angezeigt worden. Das kriegt wieder einen Haufen Abzug am Ende vom Fall. Meine Fahrweise, die alles kaputt macht.